Hallo allerseits, willkommen zum Kanalupdate für Mai und Juni 2016. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues gibt, woran ich gerade baue und ja, was ich mir so für neue Bausätze zugelegt habe. Meine Videoproduktion war jetzt auch nicht so hoch in letzter Zeit, hat damit zu tun, ich war enorm beschäftigt mit verschiedensten Dingen. Es war ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, es wird jetzt wieder besser langsam und ich kann wieder mehr bauen und auch mehr Videos machen, die ein bisschen mehr Arbeit erfordern. Jetzt zum Beispiel dieses letzte Modellbau-Heresie-Video, das ist sehr gut angekommen und da dachte ich mir, werde ich vielleicht nochmal eins in die Richtung machen in nächster Zeit, weil es ein recht interessantes Thema ist und auch das Publikum das sehr zu schätzen weiß. Das freut mich sehr. Für den Modellbau relevante Termine habe ich jetzt keine zu bieten, wo ich irgendwie involviert bin in nächster Zeit. Das ist dann erst wieder im September. Aber da reden wir dann bei Zeiten noch drüber. Letztes Jahr habe ich ja für die Gemeinde hier fürs Ferienprogramm den Modellbau-Workshop gemacht in die Sommerferien, damit die Kinder da ein bisschen beschäftigt sind, wenn sie nicht im Urlaub sind. Und das mache ich dieses Jahr wieder und ich habe ein paar Sponsoren gefunden, die den Kindern dann die Bausätze zur Verfügung gestellt haben, kostenlos. Da möchte ich noch mich ganz offiziell bedanken dafür. Das ist nämlich sehr großzügig. So müssen die Kinder nämlich eigentlich kein Geld ausgeben und können trotzdem ein bisschen was bauen und vielleicht auch ins Hobby einsteigen. 2 Spender sind es. Einmal der Sockelshop und Modellbau Koch aus Augsburg. Vielen Dank an diese beiden Firmen für die großzügigen Gaben. Das sind lauter so relativ einfache Bausätze, teilweise auch Steckbausätze. Das ist was den Kindern auf jeden Fall Spaß macht. Star Wars und Spitfires und Eurofighter und Autos und so weiter. Also da ist alles dabei. Da freue ich mich schon riesig drauf, wenn es da losgeht und ich den Kindern wieder ein bisschen den Modellbau näher bringen kann. Und ich glaube, wir sind ganz gut versorgt an Material. Ich habe ja auch noch ein paar alte Bausätze, die ich vielleicht nicht mehr brauche, die ich dann noch dazu werfe, die ein bisschen schwerer sind, wo dann die Fortgeschritteneren bauen dürfen. Jetzt mal so eine Sache, die nicht unbedingt was mit dem Modellbau zu tun hat, die ich aber trotzdem recht interessant finde. Ich war neulich in einem Bierladen und da gab es dieses Spitfire Bier aus England, The Bottle of Britain, finde ich recht witzig. Habe ich mir mal zugelegt und wollte es mal probieren, wie es schmeckt. Muss sagen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist nicht so ganz mein Fall, aber die Flasche ist recht witzig. Also ist ein nettes Gimmick, wenn man da irgendwie ein Spitfire-Modell hat, kann man das gut nebenhin stellen. Warum nicht? Gell? Aber mit Bier hat das nicht wirklich viel zu tun, meiner Meinung nach. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an, woran ich gerade so arbeite. Mein erster Beitrag für den Panzer III Gruppenbau ist von Dragon der Panzer IIIM. Den haben wir uns im vorigen Update schon mal angeschaut. Da war er allerdings, glaube ich, noch nicht fertig. Den müsste ich eigentlich bloß noch lackieren. Ich habe hier einige Modelle stehen, die seht ihr dann noch, wo eigentlich lackiert werden müssten, aber irgendwie komme ich nicht dazu, habe irgendwie auch keine Lust drauf gerade. Vielleicht komme ich irgendwann wieder mal in Lackierlaune, dann geht da, glaube ich, gut was voran. Der Panzer III hat sich schön bauen lassen. Die DS-Ketten habe ich ersetzt durch Zinkketten von Masterclub. Die kriegen da so Resinstifte rein und da das total impraktikabel war zum Zusammenbauen, habe ich da wie bei Frio-Ketten auch einfach Drahtstücke verwendet und die so verbunden und jetzt passt es eigentlich ganz gut und sieht auch gut aus. Ist irgendwie lächerlich, wenn man so Metallketten kauft und dann irgendwie sich schlecht zusammenbauen lassen und man sich da irgendwie selber helfen muss. Das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck der Übung, finde ich. Diorama soll es da auch geben. Also hier schon so Figuren, die sind von Trista, beziehungsweise der Kommandant ist von Dragon. Das war so das erste, der erste Entwurf. Aber ihr seht, es ist ein bisschen arg groß und ich wusste jetzt auch nicht, was ich da sonst noch draufstellen soll. Deswegen gibt es jetzt da eine kleinere Base dafür.
die sollte eigentlich ausreichen. Das ist so ein Projekt, das möchte ich eigentlich nicht groß ausufern lassen. Muss ja irgendwann auch mal fertig werden. Aber so in etwa soll es dann werden. Dann hier die Soldaten ihren verwundeten Kameraden wegschleppen. Das ist so ungefähr, ja, wie es mal aussehen soll. Mein zweiter Eintrag ist vom Bronco der Panzer III Ausführung A. Das ist auch so eine Sache, da habe ich lang drauf gewartet, bis es da endlich mal einen Bausatz davon gibt. Finde den einfach so cool. Der sieht richtig, weiß nicht, richtig fein aus. Der Bronco-Bausatz hat sich echt super bauen lassen. Ich sag mal, das Einzige, was mich gestört hat, waren diese Federpakete. Die sitzen ein bisschen komisch auf ihren Aufnahmen. Davon abgesehen gab es eigentlich keine Probleme. Der Turminnenraum ist extrem filigran. Das ist ein bisschen mühsam, aber es passt alles. Also die Passgenauigkeit ist eigentlich ziemlich gut. Und Detaillierung ist eigentlich auch ganz fein. Die Ketten sind eigentlich ja wie diese Modelkastenketten, auch mit so Plastikbolzen zum Verbinden, dass sie dann beweglich bleiben. Das fand ich aber irgendwie uninteressant. Deswegen habe ich die so wie man ja Magic Tracks oder andere Einzelgliederketten bauen würde, gleich mal ja, so verklebt und in Form gebracht. Soll auch ein Diorama geben, deswegen sind dann eine Menge Figuren hier parat. Panzerbesatzung habe ich schon mal einen, aber ich bräuchte noch einen zweiten haben, der hier irgendwie an der Luke irgendwie rausguckt oder sitzt oder wie auch immer. Da muss ich mir noch was besorgen, da was da passt. Da habe ich leider nichts Passendes da. Es ist irgendwie nicht so leicht, diese frühen deutschen Panzersoldaten zu finden mit dieser speziellen Mütze. Für das möchte ich dann die schon vorbereitete Diorama Base für den Panzer 3M verwenden, die ein bisschen zu groß war. Dann wird die auch einem sinnvollen Zweck zugeführt, weil das müsste eigentlich ganz gut passen von der Größe. Da möchte ich ein bisschen mehr drumherum machen, vielleicht noch irgendwie ein Gebäude oder so. Werde ich mal sehen. Also da möchte ich ein bisschen mehr bauen. Das soll ein Diorama aus Polenfeldzug 1939 werden. Weil das ist so ein Thema, da baue ich eigentlich immer nicht so viel dazu. Aber jetzt bei so einem Panzer 3A bietet sich wirklich gut an. An dem Meng Char 2C habe ich überhaupt nicht weitergemacht seit dem letzten Update. Das ist momentan irgendwie nicht so reizvoll, weil müsste ich ja lackieren und da bin ich irgendwie momentan ein bisschen zu faul dafür. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist, aber lackieren reizt mich momentan relativ wenig. Aber sobald die Motivation dafür wieder zurückkommt, schätze ich, ist das fix erledigt. An der RN Roma von Trumpetern 1:350 habe ich ein bisschen weitergemacht. Mehr Aufbauten aufgeklebt und vor allem schon mal angefangen, den Rumpf zu lackieren. Vor allem hier dieser Bereich am Bug mit diesen Identifikationsstreifen. Das war ein bisschen aufwendig, wie man sieht, das da abzukleben und zu lackieren. Aber es hat dann doch gut geklappt. Mir gefallen auch die Farben recht gut. Es ist sehr, ich sag mal, grell. Das finde ich eigentlich ganz gut gelungen so. Ja, da werde ich, wenn ich wieder mal Lust habe zum Lackieren, mal weitermachen mit dem Rumpf, da die Tarnung aufschablonieren und so weiter. Und dann geht's da auch so peu à peu voran. Das ist so ein Projekt, was ziemlich lang dauern wird. Da habe ich sowieso keine Eile. Ich habe noch ein italienisches Projekt hier in der Mache, und zwar von Itellery, die AS-42 Sahariana. Das ist so ein Aufklärungsfahrzeug. Da möchte ich so ein kleines Nordafrika-Diorama bauen. Die wurden ja noch zum Schluss in Tunesien eingesetzt. Da, sage ich mal, kann man das ganz gut in Szene setzen. Da habe ich mir von Reality in Scale so ein nordafrikanisches Häuschen gekauft aus Resin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Auch von Reality in Scale hier diese Palme. Also da diese Blätter, die sind innen mit Draht verstärkt, dann kann man sich die dann später so rausbiegen, wie man das braucht. Es kommt auch schon so fertig lackiert mit allem. Ist auch vom Preis
Leistungsverhältnis sehr ansprechend, wenn man sich das so anschaut, was manche Palmen da so kosten. Da fällt einem die Kinnlade runter, die gehen schon mal so bis 60 Euro. Die hier war jetzt ganz human, so für 20 Euro. Und man muss nichts mehr weiter dran tun. Figuren gibt es ein paar Italiener von Modell Victoria. Die sind aus Resin, sehr schön detailliert. Die werde ich mal bei Gelegenheit zusammenbauen. Ja. Und dann noch ein Brunnen, auch von Model Victoria. Da, sag ich mal, hat man dann schon ein recht ansprechendes, idyllisches Tunesien-Diorama beieinander. Das wäre es von der Werkbank. Jetzt schauen wir uns an, was ich so an neue Bausätze bekommen habe. Wie ihr gesehen habt, sind mir dann eine Menge Panzer 3 nachgelaufen. Das sind diese älteren Bausätze von Dragon, also Imperial Series und wie sie alle heißen. Die mag ich eigentlich recht gern. Die bauen sich eigentlich ganz schön. Von der Detaillierung sind sie eigentlich auch in Ordnung. Es muss ja nicht immer der neueste Smart Kit mit DS-Ketten sein. Es tut auch der alte Bausatz mit den alten Einzelgliederketten. Da ich ohnehin in nächster Zeit eine Menge Panzer 3 bauen möchte, kommt mir das einfach sehr gelegen. Für die meisten Dinge, die ich mir so zugelegt habe, habe ich auch schon konkrete Pläne, wo die irgendwie mal in ein Diorama mit reinkommen oder so. Also das ist alles schon durchgeplant, mehr oder weniger. So, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts weiter mehr zum Erzählen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.